Hallöchen, heute habe ich mal was ganz Besonderes und zwar war der Vlog Dave so nett und macht mit mir zusammen ein Video, finde ich total super. Und wir haben uns ausgedacht, dass wir uns also gegenseitig 10 Fragen stellen. Ich stelle ihm 10 Fragen und er stellt mir 10 Fragen. Jetzt mache ich es mir mal bequem und höre mir die Fragen an, die Vlog Dave mir also gestellt hat. Die habe ich mir bisher noch nicht angehört, also ihr werdet meine Live-Reaktion hören. Zusammen, ich bin Vlog Dave. Ich betreibe einen Deutschlernkanal auf YouTube, also einen Kanal, auf dem ich Menschen aus der ganzen Welt die deutsche Sprache beibringe. Und heute möchte ich die liebe Sissi mal fragen, wie das Leben als Auswanderin in Amerika denn so ist. Zu diesem Zweck habe ich mir 10 Fragen überlegt und tja, ich bin mal sehr gespannt, was sie so antworten wird. Frage Nummer 1. Was glaubst du, sind die 3 größten Unterschiede zwischen dem Leben in den USA und dem Leben in Deutschland? Puh, also die 3 größten Unterschiede. Das fängt ja gleich ganz schön schwierig an. Was ich total vermisse, ist einfach mal zu Fuß in Cafés zu gehen. Ich komme aus Berlin und habe also gleich in der Nähe vom Kudamm gewohnt. Und da war es dann also wirklich easy, immer einfach zum Shoppen gehen oder ins Café gehen. Also zu Fuß laufen ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. In Amerika fährt man überall hin mit dem Auto. Naja gut, ich wohne in Florida, von daher ist ein anderer Riesenunterschied das Wetter. Es ist ja nun mal viel, viel wärmer in Florida als in Deutschland. Und der nächste, dritte große Unterschied ist, finde ich, das Essen. In Amerika, man isst doch ungesunder, denke ich. Also wirklich Burger, Pizza sind so die Hauptsachen, die man isst. Oder Chicken Nuggets. Also auf jeden Fall auch ein Riesenunterschied, das Essen. Frage Nummer 2. Warum bist du vor 11 Jahren eigentlich ausgewandert? Und da kommen wir auch wieder zurück zum Wetter. Das war wirklich eines meiner Hauptgründe wegen des Wetters. Es ist einfach ekelhaft in Deutschland und ja, das war wirklich eines meiner Hauptgründe auszuwandern. Frage Nummer 3. Hältst du dich bezüglich dessen, was in Deutschland passiert, auf dem Laufenden? Also schaust du zum Beispiel nach wie vor deutsche Nachrichten oder sogar deutsches Fernsehen? Regelmäßig deutsche Nachrichten schaue ich mir nicht an, aber man wird ja überflutet auf Facebook, im Internet. Also es ist gar nicht möglich, nichts zu erfahren. Und ja, mit den Kriegsflüchtlingen, ich denke mal, das ist so ein großes Thema, gar nicht möglich, dass ich davon nicht weiß. Aber ich weiß nicht, was on a daily basis jeden Tag da los ist in Deutschland. Nein. Tja, die 4. Frage ist vielleicht ein wenig heikel, aber ich möchte gerne wissen, was du über den neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump so denkst. Puh, also ich darf ja nicht wählen, ich habe nur eine Green Card. Gewählt hätte ich Donald Trump auf keinen Fall. Es ist wirklich ein heikles Thema. Wobei mit den Deutschen kann ich da besser drüber reden als mit den Amerikanern, denn meine Meinung ist die, ich finde, er ist ein Idiot, kurz und knapp, aber er wurde nun mal gewählt, auch wenn nicht von der Mehrheit, was schon wirklich sehr, sehr ominös ist. Ich meine, anscheinend über 2 Millionen Menschen haben die Hillary gewählt, als den Donald Trump, aber mehr Staaten haben ihn gewählt. Also es wird wahrscheinlich wirklich Zeit, das irgendwie mal zu überarbeiten, dass wirklich die Mehrheit der Menschen den Präsidenten wählt. Aber ich finde, dass er nun mal jetzt leider auch Präsident ist und jetzt da jeden Tag Demonstrationen gegen ihn zu machen, ich weiß nicht, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Einerseits, man muss ja für seine Meinung aufstehen und ich meine, mir kommt halt auch immer Hitler natürlich als Deutsche in meinen Kopf und ja, wenn man nichts sagt, dann kann halt auch Schlimmes passieren und man sieht ja momentan also wirklich schlimme Sachen. Amerikaner, die also zum Beispiel in Irak waren, haben Probleme gehabt einzureisen, weil er eben sagt,
Muslim darf also nicht einreisen, nicht ausreisen aus 7 Ländern. Und also tatsächlich sogar Amerikaner, die also einen amerikanischen Pass inzwischen haben. Also, ja, lange Geschichte kurz. Ich finde, er ist ein Idiot. Ich hoffe, es wird nicht so viel schlimme Scheiße passieren. Frage Nummer 5. Wie, wann und warum hast du angefangen, Videos auf YouTube zu machen? Okay, also auf YouTube habe ich angefangen vor circa 3 Jahren, aber mit einem anderen Kanal, nicht mit diesem, der ist auf Englisch und da geht es eigentlich nur so um Beauty und Make-up. Und das kam zustande, weil ich einen Beauty-Blog schreibe, auch auf Englisch. Und ja, dann habe ich damit angefangen, aber jetzt hier mit diesem deutschen Kanal erst vor einigen Wochen. Und ja, es ist so, dass ich tatsächlich auch die deutsche Sprache so ein bisschen vermisse und sogar verliere. Also ich vergesse teilweise Worte und das merke ich immer wieder, wenn ich hier für euch Videos drehe, dass ich also echt nicht mehr so richtig Deutsch sprechen kann. Und ich mache es also auch so ein bisschen, um in der Sprache zu bleiben. Und ja, es macht mir irgendwie Spaß, Deutsch zu sprechen, weil ich eben überhaupt gar nicht mehr viel Deutsch spreche. Frage Nummer 6. Welche typisch deutschen Dinge vermisst du in Amerika am meisten? Typisch deutsche Dinge, die ich vermisse. Ich vermisse Brot. Gutes Brot, also gibt es hier überhaupt gar nicht. Schokolade hätte ich noch vor einiger Zeit gesagt, aber inzwischen habe ich da nicht mehr so viele Probleme, Schokolade zu kaufen. Wir haben inzwischen Milka, Lindt und Rittersport. Und ja, Toblerone, alles Mögliche. Also Schokolade ist inzwischen kein so großes Problem mehr, außer meine Lieblingsschokolade, was Milka Joghurt ist. Und die vermisse ich doch sehr und schicken mir dann immer Freunde zu. Manchmal vermisse ich auch einfach die deutsche Art von deutschen Menschen, die ich selber als sehr ehrlich empfinde. Also man sagt ja über den Deutschen, er wäre sehr kalt. Da ich ja nun mal selber Deutsche bin, würde ich das so nicht bezeichnen. Ich finde den Deutschen nur sehr ehrlich und ich finde, man kann ruhig auch Meinungsverschiedenheiten haben und sich aber darüber austauschen und diskutieren, während in Amerika ich immer empfinde, der Amerikaner ist ja sehr gut im Smalltalk und der ist sehr freundlich und das meint der auch freundlich, der ist jetzt nicht unehrlich, aber da steht nicht mehr dahinter und das kann ein Deutscher sehr schnell falsch verstehen. Man meint also, man hätte da eine Freundin, aber in Wirklichkeit war die Person einfach nur mal kurz nett und meint überhaupt gar nichts Tieferes und will überhaupt gar keine Beziehung. Also ich rede jetzt hier nicht, ich bin keine Lesbin oder so. Also ich meine, die meinen einfach nicht mehr damit. Die wollen keine Freundschaft oder so, sie sind einfach nur nett. Und ja, da finde ich, da bin ich immer beim Deutschen besser dran und weiß besser, ist der jetzt nett, dann will die Person wirklich was von mir und wenn er halt nicht nett ist, na dann eben nicht. Also ich weiß immer besser, woran ich bin beim Deutschen. Frage Nummer 7. Wie reagieren Amerikaner darauf, wenn sie herausfinden, dass du aus Deutschland kommst, bzw. eine Deutsche bist? Also dadurch, dass ich selbst nach 11 Jahren noch immer einen deutschen Akzent habe, der geht einfach nicht weg, ich sag's euch. Und ich bekomme eigentlich täglich von irgendjemandem einen Kommentar, meistens allerdings von Deutschen auf meinem Beauty-Kanal, dass ich mich halt so deutsch anhöre. Dadurch ist es immer sehr, sehr schnell klar. Also da ist nicht ein langes Rumgefuchse, wo kommst du denn her oder so. Und es ist leider tatsächlich so, dass die meisten Amerikaner als allererstes Deutschland mit Hitler in Verbindung bringen. Das nächste ist, der typische Amerikaner kennt nur Bayern und vermutet also immer, dass ich also den ganzen Tag im Dirndl herumgelaufen bin.
und in den Bergen irgendwo in so einem kleinen süßen Kaff gewohnt habe und hat keine Ahnung von Berlin, dass das ja eine Großstadt ist. Also man vermutet was völlig anderes über mein Leben und man hat auch irgendwie gar keine Ahnung hier in Amerika, dass also Deutschland kein armes Land ist. Also man denkt irgendwie, ich komme da aus irgendeinem armen Kriegsland. So wahrscheinlich, weil man halt Deutschland nur kennt aus Filmen und da geht es fast immer nur um Hitler. Und ja, es ist schon irgendwie ein bisschen nervig und ich wünschte, ich hätte nicht so einen starken Akzent, aber irgendwie schaffe ich es nicht, den wegzubekommen. Frage Nummer 8. Was war der peinlichste Moment in deinem Leben? Also ehrlich gesagt habe ich bestimmt 1 Million peinliche Momente und ich versuche gerade, die in eine Reihenfolge zu bringen, was von den ganzen peinlichen Momenten, ich habe gerade einen peinlichen Moment gehabt vor 2 Wochen, aber ich glaube, das Allerpeinlichste war, als ich 19 Jahre alt war, war ich mit einer Freundin in der Bärbel Schäfer Talkshow. Gibt's bestimmt überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung, ob irgendjemand noch Bärbel Schäfer kennt, aber wir waren da und das Thema war auch total peinlich. Wie war das irgendwas mit Sex oder so. Also es war schon irgendwas total super Peinliches und hätte ich eine Tochter, würde ich sagen, sie soll das auf keinen Fall machen. Super peinlich. Geh nicht in eine Talkshow, super peinlich und scheiße. Die vorletzte Frage, Frage Nummer 9. Welche Dinge magst du an Amerika überhaupt nicht? Und warum? Ich mag an Amerika nicht, dass es eben Menschen gibt, die tatsächlich denken, Donald Trump wäre also einer, der das Land wieder great machen könnte. Ich mag auch nicht gerne, wie religiös man hier noch ist. Ich habe hier an jeder Ecke eine Kirche und es ist nicht wie in Deutschland, wo man ja meist katholisch oder evangelisch ist. Natürlich gibt es auch ein bisschen andere Sachen, aber hauptsächlich. Und hier ist das also total verwöhnt. Das ist im Grunde ein Geschäft, ein Business und das finde ich halt auch total beknackt. Also Lord of the Church and Jesus Christ Church and the Lady Church und da denkt sich einfach irgendjemand irgendeine Kirche aus und ich meine, das ist wirklich, die wollen da Donations haben, die Leute packen da rein. Hier ist eine Regel übrigens, 10% von dem, was du verdienst, das spendest du der Kirche und das machen die Menschen. Also das finde ich auch echt verrückt, wie viele hier gläubig sind. Und ich finde auch halt ein bisschen schade, dass in Amerika, wie erwähnt mit dem Essen, dass man also wirklich nur orientiert ist auf Business und von daher es keine Rolle spielt, is it GMO, also genetically modified. Man darf hier alles machen, Hauptsache billig und die Hühner werden mit Wasser gestopft, damit die das Fleisch teurer verkaufen können. Also da passiert wirklich nur Mist, sowohl mit Obst, Gemüse, Fleisch ist natürlich immer am allerschlimmsten, wie die Fleischherstellung passiert. Finde ich halt schon sehr schade, dass es halt überhaupt gar nicht irgendwie Tierschutz oder sowas gibt. Tierschutz ist auch wirklich ein ganz, ganz großes Thema, was viel, viel besser in Deutschland gemacht wird als hier, wo ein Tier im Grunde nicht viel wert ist. Und die letzte Frage, Frage Nummer 10. Welche Dinge magst du an Deutschland nicht? Beziehungsweise hast du vielleicht sogar an Deutschland? Was magst du an Deutschland einfach gar nicht? Und warum? Okay, also das erste, kommen wir zurück zum Wetter. Ich hasse das Wetter in Deutschland, muss ich ja wohl nicht lange erklären. Das wisst ihr alle, wie scheiße das Wetter ist. Ich finde, dass der Deutsche, ich habe jetzt ein bisschen schlecht über den Amerikaner geredet, aber ich finde, dass Deutsche sehr besserwisserisch sind und das gefällt mir nicht. Sie denken also, was ja gut ist, sie sind nicht so naiv wie der Amerikaner tatsächlich. Manchmal haben sie aber nicht recht und denken aber, sie wüssten alles besser. Und ja, das finde ich also eine Eigenart des Deutschen. Der Deutsche kann auch sehr, sehr unfreundlich sein. Es ist mir auch insbesondere auf YouTube aufgefallen.
Während die Amerikaner meist noch eine Art von Respekt und Höflichkeit behalten, schließlich bin ich ja wildfremd, bekomme ich also von Deutschen manchmal ganz schön ungehörige, patzige, böse Kommentare. Ja, einerseits kann der Deutsche sehr ehrlich sein, aber er kann auch wirklich sehr bösartig sein. Okay, und kommen wir zu den Kriegsflüchtlingen zurück. Ich finde das Thema, man muss das vorsichtig mit umgehen. Ich bin ja kein Rassist oder so, aber ich kann mir derzeit nicht vorstellen, in Deutschland zu wohnen mit den ganzen Kriegsflüchtlingen. Aber meine Freundin versucht mir zu erklären, es wäre alles ganz normal. Es kommt hier nicht so an. Also finde ich sehr, sehr heikel. Aber natürlich, wo sollen sie hin? Schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf reagieren soll. Aber overall weiß ich einfach nicht, ob ich gerne in einem Land leben würde, wo so viele Kriegsflüchtlinge leben. Vielen lieben Dank, liebe Sissi, fürs Mitmachen bei dieser kleinen Kollaboration. Und ja, den zweiten Teil findet ihr dann auf meinem Kanal, wo Sissi mir Fragen gestellt hat und ich diese Fragen dann beantwortet habe. Also, danke fürs Zuschauen und liebe Grüße aus Deutschland. Okay, das waren also alle Fragen von Dave. Da komme ich mir jetzt fast ein bisschen blöd vor, weil ich glaube, meine Fragen sind dagegen ganz schön doof, weil ich irgendwie versucht habe, lustig zu sein oder so. Aber wenn es euch interessiert, dann geht bitte auf den Vlog Dave, auf seinen Kanal. Den habe ich verlinkt unten und wenn es klappt auch hier. Und dann könnt ihr auch sehen, welche Fragen ich also an ihn hatte. Und ich hoffe, dass die nicht zu bescheuert rüberkommen jetzt, wo ich gemerkt habe, was für super Fragen er eigentlich an mich gestellt hat. Es ist auch wirklich wert, sich seinen Kanal anzugucken. Er hat super tolle Videos und man kann auch lachen. Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Und vergisst nicht, meinen Kanal auch zu abonnieren. Und wenn ihr Spaß hattet, dann gebt mir einen Daumen hoch. Tschüssi, macht's gut, eure Sissi.